Airflow-Übungen zum Aufwärmen beim Trompetespielen. Damit beschäftigen wir uns heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Luftflussübungen, Atmung. Wir aktivieren zu Beginn unseren Atemapparat. Das heißt, wir legen erstmal unser Instrument zur Seite und atmen bewusst langsam und warme Luft ein und aus. Dafür legen wir eine Hand auf unseren Bauch in der Nähe des Bauchnabels und die andere Hand auf unseren Brustkorb. Und versuchen jetzt gegen unsere untere Hand, gegen die Handfläche der unteren Hand zu atmen. Nicht Luft nach innen pumpen oder nach außen pressen, sondern nutze deine natürliche Atmung dafür, aber jetzt bewusst eben gegen die Handfläche deiner unteren Hand. Das Ganze 3, 4, 5 Mal, je nachdem, und danach intensivieren wir diese Übung und nehmen unsere Arme nach oben. Jetzt erweitern wir unseren Brustkorb, die Lunge wird etwas geweitet und dementsprechend wirst du merken, dass viel mehr Luft schneller in unsere Lungenflügel strömen kann. Das Ganze auch wieder 3, 4, 5 Mal, nicht mehr. Das ist gar nicht notwendig. Achte immer darauf, dass keine Verspannungspunkte entstehen, keine Engstellen. Der Hals ist offen und dementsprechend natürlich dann auch die Luft nach innen und nach außen fließen lassen. Solltest du bemerken, dass deine Schultern immer nach oben oder nach unten gehen beim Ein- oder Ausatmen, dann dementsprechend einfach die Handflächen auf deine Schultern legen und etwas Gegendruck ausüben. Du wirst merken, sobald du einatmest, wird das schon etwas weniger sein, weil durch diese Armposition schon dieses nach oben und nach unten ziehen nicht mehr vonstatten geht. Sollte es trotzdem der Fall sein, wirst du dir jetzt bewusst, indem du in den Handflächen bemerkst, was hier passiert. Immer vom Spiegel üben und dementsprechend darauf achten, dass die Schultern in einer natürlichen Ausgangsposition bleiben. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und zwar zu unserem Mundstück. Wir atmen immer noch natürlich ein, das heißt eine Hand ist immer noch auf unserem Bauchnabel positioniert und wir atmen durch unser Mundstück aus. Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder vorne oder auf der Rückseite. Wir machen jetzt beide Versionen. Das heißt, wir atmen einmal ein und atmen durch die Rückseite unseres Mundstücks aus. Das heißt, der Mundstückschaft ist zwischen unseren Lippen positioniert, also eher weiter drinnen, damit die Luft auch wirklich komplett die Mundstückbohrung auffüllen kann. Achte immer darauf, dass du nicht gegen den Widerstand bläst, dann bläst du zu viel nach außen, lass die Luft weich nach außen fließen. Nicht bis zum letzten Punkt kämpfen. Wichtig, immer natürlich atmen. Jetzt drehen wir das Mundstück um und umschließen mit unseren Lippen den Mundstückrand und dementsprechend auch wieder darauf achten, dass wir nicht nach außen pressen. Natürlich soll es sein. Das Ganze auch 2, 3 Mal machen und dementsprechend ist diese Übung auch schon gemacht. Jetzt gehen wir zu unserer Trompete, montieren aber hierfür unseren Stimmbogen ab. Das heißt, wir haben unsere Trompete ohne Stimmbogen, wie du hier sehen kannst. Das heißt, wir spielen auf dem Mundrohr, auf der Leadpipe. Du wirst merken, wenn du auf dem Mundrohr spielst, gibt es eine Frequenz, die auf dem Mundrohr gut klingt. Zum Experimentieren kannst du ruhig mal den Ton etwas nach oben oder nach unten ziehen und hineinfühlen, wie sich das anfühlt. Das Mundrohr will da nicht so richtig klingen, aber du wirst ungefähr den Bereich bemerken, wo du eben sagen kannst, oh, jetzt klingt das Mundrohr wirklich gut. Und dementsprechend auf dem Ton bleiben und den Ton aushalten. Das auch ruhig 2, 3, 4, auch 5 Mal machen. Es muss sich angenehm anfühlen, die Luft musst du vom Gefühl her nach außen bringen. Denk immer dran, sobald eine Blockade im Hals entsteht, das heißt, dein Hals sich eng anfühlt, Mundstück abmachen und durch das Mundrohr atmen. Ich zeige es dir nochmal von der Seite. Also das Mundrohr ist in unserem Mund. Jetzt wieder Mundstück drauf machen. Und dementsprechend den Ton auf dem Mundrohr aushalten. Jetzt montieren wir unseren Stimmbogen wieder auf unser Instrument.
und spielen das tiefe C ausgehalten im Mezzoforte-Forte-Bereich. Auch da wieder darauf achten, dass die Luft nach außen fließt, der Ton stabil bleibt. Und dementsprechend können wir jetzt auch nach unten ziehen. Und zwar wirklich ziehen, das heißt, wir drücken hier keine Ventile, sondern wir lassen den Ton C, den wir gerade eben ausgehalten, so weit nach unten fallen, bis du merkst, dass der Ton in einer tiefen Frequenz wieder einrastet. Ich mache es dir mal vor. Da ist er unten eingerastet und den Ton dann dementsprechend auch aushalten. Das probieren wir auch wieder 3, 4, 5 Mal aus. Und dementsprechend den Ton da unten aushalten. Wenn du alles richtig machst, merkst du richtig, wie alles locker ist. Die Lippen sind locker, die Luft fließt angenehm nach außen. Und jetzt gehen wir in die Übung rein, und zwar auch wieder Luftflussübungen. Das heißt, wir spielen hier wieder auf dem tiefen C, und zwar lassen wir die Luft fließen mit dem Tonabstand einer kleinen Sekunde. Also wir brauchen 0 und das zweite Ventil. Und jetzt erweitern wir natürlich den Tonraum, üben diese Übung jetzt zum Beispiel mit C und B, danach nach unten mit C und A und so weiter kannst du deinen Tonraum nach unten bis zum Fis bzw. Ges nach unten erweitern. Wir gehen jetzt auch nach oben und nehmen hierfür die Griffe 0 und 1 und 2. Das heißt folgende Übung. Achte immer darauf, dass du die Töne auf einer Linie spielst und nicht anfängst nach oben zu denken, also dieses typische Terrassendenken, jetzt nach oben und dann wird alles enger, sondern ganz im Gegenteil, dein Hals, deine Luft, deine Lippen fühlen sich genau wie auf dem tiefen C1 an, du spielst nach vorne und bringst dementsprechend mit der Luftmenge, das heißt mit der Luftgeschwindigkeit, die du ins Instrument bringst, die Trompete nach oben zum C2. Sollte es bei dir nicht nach oben gehen, dann nimm erstmal die Töne, zum Beispiel C, E, G und eben wieder zurück oder baust das A noch dazu. Das heißt, du hast dann folgende Übung. Oder also auch so kannst du die Übung ausführen und dementsprechend natürlich die Luft fließen lassen. Mir ist immer wichtig, wenn du Übungen auf der Trompete machst zum Aufwärmen, dass du nicht drüber nachdenken musst, was jetzt genau passiert. Das heißt auch keine Noten lesen etc. pp. Sondern dieses Aufwärmprogramm, also dieses Körpergefühl sich holen, dass es angenehm und weich ist, sollte immer absolut automatisch ablaufen. Das heißt, diese Einatmung, dieses Buzzing, auf der Trompete experimentieren, Lead Pipe spielen, Töne fließen lassen, Töne aushalten und so weiter und so fort. Also ein ganz automatischer Prozess. Natürlich gibt es auch verschiedene Übungen, da zeige ich dir jetzt heute noch eine. Bei dieser Übung brauchen wir jetzt ein paar Blätter Papier. Ich habe jetzt hier 3 oder 4 und dementsprechend puste ich die von mir weg. Du hast vielleicht gesehen, dass diese Blätter gerne nach außen ausweichen möchten. Versuch mit deinem Luftstrom die Blätter so zu halten, dass es nur nach außen geht. Ich zeige euch noch einmal, wie es nicht sein soll. Dann weicht es nach rechts bzw. nach links aus. Also fokussiere deinen Luftstrom immer in die Mitte von dem Papier und ihr werdet bemerken, dass die Luft natürlich diese Blätter nach vorne bringt. Du möchtest diese Übung intensivieren, dann nimm doch noch 2, 3, 4 Blätter mehr dazu und umso schwerer dieser Block dann ist, den du versuchst wegzupusten, umso mehr Luftgeschwindigkeit musst du letztendlich ausüben. Aber immer wieder mit der Prämisse, mit dem Gedanken, achte darauf, dass du nicht die Luft nach außen presst, sondern dass du wirklich
natürlich bewusst und offen die Luft nach außen bringst, ohne Verspannungspunkte. Das ist mir ganz wichtig, deswegen dieses gebetsmühlenartige Wiederholen genau dieser wichtigen Faktoren. Darauf achten. Diese Übungen kannst du besonders gut benutzen, wenn du erstens mal natürlich dich weich mit der Atmung beschäftigen willst, aufmachen willst, deinen Atemapparat aktivieren willst, aber auch wenn du beim Trompetespiel immer das Gefühl hast, dass dein Hals eng wird. Das heißt, dass dein Hals die Stimmbänder zudrücken und dementsprechend natürlich dieser große Widerstand im Körper entsteht. Nutz diese Übungen vor allem auch mit dem Hinblick, dass dein Hals offen bleibt, dass die Atmung weit aufgeht. Und dementsprechend wirst du deine Klangqualität von vornherein auf der Trompete schon verbessern können. Üb die Übungen immer so im mittleren Lautstärkenbereich Mezzo forte, forte und dementsprechend kommt es auch nicht zu den extremen Lautstärken. Die kannst du danach spielen, wenn du diese Übungen wirklich gut beherrschst. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare, welche Übungen du zum Luftfluss bzw. Luftflussübungen zum Warm-up machst bzw. kennst. Das finde ich sehr, sehr spannend. Am Ende von dem Video lass doch bitte noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.